So, hallo liebe Leute da draußen. Nicht wundern hier, das ist jetzt mal nur ein Ach, funktioniert alles schon. Perfekt. Ich habe kurz getestet hier mit dem Handy. Genau, ich schaue nämlich gerade mal ganz kurz mir die ganze Geschichte auf Twitch an. Hab hier ganz spontan den Stream gestartet, einfach nur mal zu gucken, wie das jetzt hier funktioniert, wie das aufgebaut ist. Das habe ich jetzt auch nicht groß kommuniziert nach außen oder so. Also wie gesagt, hier ist jetzt gerade noch ein bisschen... Oh, muss ich hier das Mikrofon umfummeln, ey. Werd verrückt. Ist alles noch so ein bisschen hier im Gucken, aber ich habe mir gedacht, ich nutze das gleich mal. Teste mal das Ganze hier aus bei Twitch und nehme es gleich zum Anlass, euch mal ganz kurz zu sagen, wie ich das in Zukunft machen werde auf dem Kanal, damit ihr einfach informiert seid. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, das so zu machen. So, jetzt muss ich mal da hinschauen. So. Erstmal, grüß Gott, willkommen, liebe Leute da draußen, liebe schöne VOD-Zuschauer. Und zwar habe ich mir überlegt, was habe ich mir überlegt? Ich gehe ja mal bei YouTube live. Lustige Geschichte ist halt, ja, was habe ich da im Schnitt? So 20, 25 Live-Zuschauer. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Und ich habe mir gedacht, komm, wenn du dann live wirklich richtig machst, dann machst du wenigstens vernünftig und gehst richtig live. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann gehe ich halt richtig live und mache das auf Twitch, weil da habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten mit dem Chat, mit euch zu interagieren und habe einfach die bessere Plattform dafür und habe auch da vielleicht noch mehr die Chance, noch mehr Leute zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch einfach noch mehr die Reichweite zu vergrößern. Aber da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen bei dem YouTube-Kanal, da werden ganz normal die Voice-Over-Sachen werden hochgeladen. Die Videos gehen da ganz normal hoch, wie sonst auch immer, meistens ja freitags um 19 Uhr. Und die Live-Geschichten, so wie jetzt hier, da bin ich zwar jetzt live, gehe aber dann halt einfach, lade das dann halt einfach ganz, wenn ich mit dem Stream hier auf Twitch fertig bin, wird das dann nachher auch auf YouTube hochgeladen. Also euch entgeht das in dem Sinne nicht, aber ihr seid halt nicht mehr live mit dabei. Da müsst ihr dann halt einfach auf meinen Twitch-Kanal jetzt euch wechseln. Das würde ich euch auch empfehlen, macht das gerne, abonniert dann gerne den Twitch-Kanal. Ich werde den Link dafür direkt unten in die Infobox reinhauen als allererstes, dann seht ihr das relativ schnell. Dann könnt ihr gerne rüberwechseln, wenn ihr mich dann immer live sehen wollt. Und ich finde das nämlich schon ziemlich geil. Wir können einfach bei Twitch noch so viel mehr machen mit Overlays, mit Bots, mit den Alerts und mit allem möglichen anderen Scheiß. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt mich natürlich auch viel besser supporten mit eurem Amazon Prime kostenlos. Das ist natürlich auch noch geil. Funktioniert zwar noch nicht, weil ich... Das ist ja natürlich schon hart, wenn das jetzt immer wieder passiert. Jetzt muss ich gerade mal gucken, das Cut oder Verbindungsabbruch, mal schauen, wie das bei Twitch funktioniert, weil ob da hier gebuffert wird oder nicht. Also die Bots funktionieren schon mal im Chat, das ist schon mal nicht schlecht. Aber hier, guck, perfekt, eigentlich für mich perfekt zu sehen, was passiert, wenn es abstürzt. Ich weiß gar nicht, warum mein scheiß Internet zurzeit einfach wieder so abkackt, ey. Das ist wirklich ärgerlich, einfach nur ärgerlich. Genau, das war's eigentlich. Das wollte ich euch eigentlich sagen. Abonniert gerne Twitch, wenn ihr live jetzt immer dabei sein wollt, wenn ich Sachen mache, und zwar solche Sachen wie Tastatur, warum habe ich das so weit weggetan? Solche Geschichten hier. Hier sind wir gerade aktuell, bin ich ein bisschen dran am Scully hier und ja, servus Elke. Ich bin hier gerade mal so der erste Teststream, einfach mal unangekündigt, aber schon geil, dass überhaupt jemand da ist. Hallöchen, sehr cool. Das ist jetzt ja gerade auch alles mega improvisiert. Ich habe mir gedacht, ich scheiß drauf, ich probiere es einfach mal aus und mach das einfach mal irgendwie und erkläre gerade den Leuten da draußen, wie ich das zukünftig machen werde, weil das geht natürlich als VOD nachher bei YouTube hoch, damit ihr so ein bisschen verstehen, dass ihr schön wechseln könnt auf Twitch. Das ist für mich dann einfach die bessere Plattform zum Livestream. Aber wie gesagt, das wird dann sowieso direkt danach hochgeladen und deswegen ist das hier ein guter Test für mich. Gerade schon direkt erstmal Verbindungsabbrüche gehabt, was schon ziemlich nice war. Aber es fängt sich einfach und das ist hier schon mal besser wie bei YouTube. Da war das ein bisschen problematischer. Aber es hat funktioniert. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht zur Regel wird mit den Verbindungsabbrüchen. Das wird ziemlich hart. Aber
Genau. Du bist zum ersten Mal hier und wundere dich nicht, ich habe dir Moderatorenrechte gegeben bei Twitch. Ja, du kannst hier einfach Nachrichten löschen, Leute raushauen. Wenn irgendjemand irgendeinen Bullshit schreibt, dann kannst du den direkt sperren. Ich habe mir gedacht, du bist immer so die Fleißige, du bist eigentlich irgendwie fast immer da. Hey, guck, jetzt hatte ich recht. Jetzt habe ich dich und den Nils habe ich da mal zu Moderatoren gemacht. Könnt ihr mal ein bisschen hier für Zucht und Ordnung sorgen in dem Haufen. Ja, hier gibt es so viele Spielereien. Ich habe zum Beispiel einen schönen Befehl angelegt mit Ausrufezeichen Apfelsaft. Wenn man das eintippt, dann kann man hier so viel Blödsinn machen eigentlich. Das ist eigentlich irgendwie das Coole. Ja, genau. Das eigentlich mal zu dem ganzen Twitch-YouTube-Geschichte. Wir kommen nochmal zu was anderem, was ich nochmal kurz ansprechen wollte. Und zwar mache ich gerade relativ viel so auf Synthetikpapier und so Zeug hier. Und ich beschäftige mich gerade relativ viel mit dem Thema Farbverschiebungen, Blaustich. Blaustich ist eigentlich gerade auch mit ein großes Thema. Und da bin ich gerade aktuell dran, vor allem auf weißen Hintergründen, das ein bisschen mal ein bisschen andere Sicht wieder auf die Dinge zu bekommen, weil das ist jetzt gerade durch den Markus Emke, der jetzt bei uns auch im Discord abhängt, ein sehr cooler Künstler, der macht mega harte Porträts. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Der hat mich da ein bisschen drauf hingewiesen, mal gesagt, hier, schau mal, guck mal hier. Dann hatte ich noch ein ganz nettes, cooles Gespräch am Telefonat mit dem Bas Matthias noch. War sehr cool auch. Er hat mir da auch nochmal Tipps gegeben und auch noch viele bei Instagram haben mich jetzt in letzter Zeit darauf angeschrieben. Ich glaube, das liegt an meinem Kratos. Den Kratos habe ich gemacht, aber in rein weiß und rein schwarz und dafür habe ich ganz schön auf die Finger gekriegt von den anderen. Nein, nicht so übertrieben gesagt, nicht auf die Finger, aber die haben halt gesagt, hey, probier mal Grautöne aus, lass mal das Schwarz weg, das ist ein totes Pigment, das macht dir immer einen Blaustich und ja, da bin ich jetzt aktuell dran. Was ist die Krux an der Geschichte? Ich weiß noch gar nicht, wie ich das handhaben soll, wie ich in Zukunft das machen soll. Das ist echt so ein bisschen für mich wieder eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich diesen Blaustich oder die Blaufärbung nicht haben möchte. Das ist jetzt hier bei dem Kratos, den ich mache, ich finde ihn geil. Also ich finde, man kann auch so arbeiten, ganz klar. Man muss halt immer schauen, was man möchte. Ich möchte mich halt auch mal ein bisschen, auch mal ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen gucken, was ist noch möglich, was gibt's noch für Ansätze und das finde ich halt mega spannend, gerade die Thematik. Einzigste Krux an der Geschichte ist natürlich bei so einem Bild wie dem hier, habe ich es erstmal versaut, weil ich wieder den Blaustich drin hatte. Hier habe ich dann mit Grau gearbeitet, dann ging es wieder einigermaßen. Ich kann das jetzt nicht mehr aufhellen mit Weiß, so wie ich es normalerweise machen würde. Das ist jetzt halt so das Neue für mich im Endeffekt, weil wenn ich jetzt mit Weiß reingehe, habe ich sofort eine Farbverschiebung, die es halt nirgendwo anders auf dem ganzen Bild gibt und es sieht sofort scheiße aus. Ergo, ich kann eigentlich nur noch kratzen und radieren in dem Moment hier. Ihr wisst, da bin ich nicht so der Fan von, aber ich freue mich mehr und mehr langsam damit an, weil es hier jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr anders geht. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich gerade ein bisschen dran bin und ein bisschen gucke, auch für euch da draußen mal überlegt, wie ich das euch ein bisschen näher bringen kann vielleicht, damit ihr auch da ein bisschen von der Formel abweichen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Und das ist halt gerade so das, wo ich aktuell gerade dran bin, wo ich mich gerade viel mit beschäftige und wo mir ganz schön der Schädel raucht, dass ich teilweise gar nicht mal weiß, wo ich jetzt anfangen soll. Das ist cool. Elke, ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt habe ich kurz mal hier meinen Monolog abgefeuert, aber dann ist das gleich mal weg für die ganzen Leute, die bei YouTube nicht so lange dranbleiben, die Schweine. Ich finde es voll cool, dass du dich immer so weiterentwickelst und uns mitnimmst. Danke. Ja, bitteschön. Das ist eigentlich auch nochmal ein Ding. Wollte ich eigentlich sagen, habe ich vergessen, aber danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Das ist genau das. Im Endeffekt könnt ihr aus meinen Fehlern lernen oder könnt mit mir lernen. Das ist eigentlich noch viel spannender. Und das macht mir irgendwie auch wieder Spaß, weil so kann ich auch mal ein bisschen wieder, ich habe die Bilder mal gleich aufgebaut, das seht ihr auf dem Kanal, jetzt wird es halt anders gemacht. Für mich ist jetzt zum Beispiel hier das Ding mit dem Hintergrund von dem Skull, da bin ich mir jetzt, ich möchte eine Krypta machen, aber nur angedeutet, weil ich finde den farblich schon extrem, das soll relativ dezent sein, so ein bisschen, vielleicht ein Baum, vielleicht Friedhof, vielleicht ein bisschen was angedeutet, nichts Wildes. Aber da bin ich dann schon am Überlegen. Nehme ich rein schwarz und verdünne das extrem und mache das dann in Schichten. Mache ich das mit der Kristaltechnik und nehme die Grautöne und mache das dann, um den Aufbau aufzubauen und dann halt zu gucken, dass ich eben auch keine Verschiebung reinbringe mit den Grautönen.
mache ich das monochrom jetzt, damit das auch farblich einigermaßen passt, aber Farbe will ich eigentlich nicht. Also da muss ich jetzt gerade selber gucken und ein bisschen so mein Ding finden und verstehen, wie das auch gemacht wird, weil für mich ist das für komplettes Umdenken und das ist für mich relativ schwierig, von der gewohnten Art des Airbrushes abzuweichen, also so wie ich Airbrush. Ich meine, das ist ja alles, jeder kann es machen, wie er will und es hat alles Vor- und Nachteile. Aber mich interessiert das halt aktuell schon ziemlich und hier habe ich jetzt gerade gestern mal ein bisschen rumradiert. Mit Ruhe, mit Amore. Ihr wisst ja, Amore ist ganz wichtig. Ich nehme euch mal da nah ran, damit ihr das mal versteht, wenn die Kamera mal nicht nachwippt. Hör auf zu wippen. Ja, ich schaue halt einfach immer, dass ich jetzt hier habe ich jetzt mal, jetzt wo die Farbe schön trocken ist, das war jetzt ein paar Tage gestanden, habe ich jetzt hier mal angefangen, ganz kleine Details reinzumachen. Hier das Weiß, hier also nicht rein weiß, will ich nicht auf dem Karton, aber ich habe angefangen hier eher ins Hellblaue zu radieren und nicht, also auf dem weißen Untergrund will ich nicht, das sieht irgendwie gleich komisch aus, das hat auch der Markus immer gesagt. Zur Not färbe ich das dann hier vorne, wenn das so extrem ist, dann einfach nochmal mit ganz leicht blau nochmal ein. Ja, ich habe schon ein bisschen was gelernt, Markus. Ich bin nicht ganz so resistent, wie es auf den ersten Blick scheint. Und ja, mache jetzt hier ganz leichte Verschiebungen rein und das sieht halt hier schon viel, viel cooler aus als ein bisschen weiter oben. Machen wir das mal so. So. Machen wir es so, dann seht ihr das mehr, das ist besser. Das sieht schon viel besser aus wie hier. Hier habe ich zwar Licht und Schatten eingebaut vor dem Einfärben, aber jetzt möchte ich eigentlich ja noch ein bisschen heller haben. Und das ist hier die Krux an der Sache mit der Laufverschiebung oder generellen Farbverschiebung. Wird das hier nicht mehr funktionieren mit Weiß oder so wie ich das sonst normalerweise gemacht hätte. Deswegen kann ich jetzt hier halt radieren, aber wenn ich jetzt hier sachte rangehe und das wirklich sachte mache, funktioniert das tatsächlich auch. Und das ist eigentlich schon eigentlich jetzt die einzigste Möglichkeit, die ich habe. Ich würde gerne komplett drauf verzichten und nur die Gun benutzen, aber da muss ich halt beim Anfang vom Bild schon viel mehr aufpassen, dass ich noch viel mehr Highlights drin lasse von vornherein. Da muss ich nachher weniger kratzen und radieren und so. Und ja, aber es ist wie gesagt eine ganz spannende Thematik für mich und kriegt da mega viel Input und auch vielen Dank an Markus Emke für die ganze Hilfe und auch vielen Dank an Bas Matthias, der mir da auch schon mega geholfen hat und die ganzen anderen, die da gerade mir gute konstruktive Kritik schicken. Also das ist wirklich mal, kann ich viel mit anfangen. Amore. Ich zeige dir jetzt, Elke, mal meinen Lieblingsbefehl, den es jetzt gibt in dem Chat. Den schreibe ich da jetzt mal rein. Den finde ich tippitoppi. Moment, hier. Emoji klappt bei mir noch nicht. Ich weiß nicht, das ist bei Twitch ganz komisch. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Ich finde das ganz cool mit Ausrufezeichen Apfelsaft. Kann man dann so einen Scheiß machen mit dem Bot. Oder Ausrufezeichen YouTube. Da kommt mein YouTube-Link. Ausrufezeichen Discord. Kommt mein Discord-Link. Ausrufezeichen Instagram. Ich bin bei Twitch auch noch voll der Anfänger. Also für andere ist das schon alter Hut und gehört zu jedem Standard-Stream. Für mich ist das alles hier. Ich habe mich da jetzt stundenlang die Tage mit beschäftigt und dann teilweise bis nachts um 3 am Rechner gesessen und hier die ganzen Sachen eingestellt. Nur für euch. Aber ich weiß nicht, was mit Emojis, ja, irgendwie ist das hier ganz komisch geregelt. Sind hier nur so komische Smileys. Aber das ist irgendwie halt Twitch hier, so komische Gesichter. Ist irgendwie auch ein Meme oder so, ich weiß gar nicht. So, jetzt habe ich den Chat, sehe ich ja gerade irgendwie hier über mir eingeblendet, aber das sieht noch relativ klein aus. Kann man, glaube ich, so gar nicht gut lesen. Wenn man den nur auf dem Stream sehen will. Vielleicht muss ich den noch ein bisschen größer machen, sehe ich gerade mal. Aber dafür ist jetzt gerade das Testing auch ganz, ganz, ganz interessant hier für mich, weil ich so viel Zeug einstellen musste. Hier ist wieder One-Man-Show. Deswegen kriege ich den noch größer. Elke, ist ja schon mal schön, dass du da bist. Ich bin ja schon froh, wenn überhaupt jemand da mal kurz hier reinguckt.
Einfach nur, ach nee, das passt, glaube ich. Das Apfelsaft an die Macht, neues T-Shirt, das kaufe ich dann. Ist gesetzt. Muss ich mal, ich glaube, das würde auch ganz, was ich halt geil finde, ich habe halt hier, wenn jemand neu folgt, dann habe ich eingestellt, dass dann nicht nur der schöne Apfelsaft-Sound kommt, sondern auch noch die zwei Krüge, die aneinander schlagen. Das sind so Sachen, die sind halt mega witzig. Die passen zu mir, zu meinem Chaos-Ding und machen mir dann halt mehr Spaß und damit kann ich einfach besser mit euch interagieren und dann finde ich das generell nicht schlecht. Es bräuchte halt noch ein bisschen die Leute, aber das kommt dann schon noch. Und dann dauert natürlich auch hier wieder, bis ich die Sachen hier, die fürs Monetarisieren, dass ich hier wieder die Sachen habe, dauert halt jetzt wieder ewig, aber ist mir eigentlich auch wurscht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Da gibt es ja hier, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht dafür, dass ich hier mega den Reibach mache, sondern einfach nur die sinnvollere Alternative zum Streamen. Mein lieber Bruder hat es mir schon vor einem Jahr gesagt. Warum gehst du nicht auf Twitch? Geh doch nicht mal auf Twitch, da sind alle nicht da. Bei YouTube kannst du nicht live dingen. Er hatte recht gehabt. Wie gesagt, YouTube bietet sich an zum Hochladen. Das passt vor allem, das hatte ich da eben, wie gesagt, so 20, 25 Leute live. Das ist nicht so viel. Habe ich mehr die Chance, vielleicht hier mal ein bisschen noch mehr Leute an den Karren zu ziehen, was das ganze Airbrushing angeht. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht nur labern. Ich fummel jetzt hier noch so ein bisschen rum. Eigentlich war das Stream ja zum Testen gedacht. Aber wenn die Elke mich ja schon hört und alles, dann passt das auch mit dem Sound gut. Es wäre jetzt für mich noch gut gewesen, mal zu sehen, wie die Alerts funktionieren. Also wenn jemand reinkommt und so. Aber das kommt dann noch. Das passt dann. Ich fummel jetzt hier trotzdem einfach noch ein bisschen am Sky rum. Mache das jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde, damit ich einfach auch gucke, dass der Stream auch stabil bleibt. Dass alles funktioniert. Sound funktioniert, Setup funktioniert. Ach, ich bin gerade irgendwie glücklich, dass das wieder so gut funktioniert und eigentlich recht einfach funktioniert hat. Aber das meine ich jetzt hier, funktioniert das mega gut. Wenn ich hier ganz leicht mit dem Stift rüberfahre, kann ich hier echt noch ein bisschen eher ans Hellblaue gehen und so ein bisschen noch was machen. Das finde ich eigentlich hier jetzt gar nicht schlecht. Aber Elke, bist du nicht hier beim Arbeiten? Schön. Während dem Augen auf die Kai hier schön noch das Handy in der Hand zum Streamen. Ja, genau. Ich will jetzt hier halt noch so ein bisschen, die Highlights sind auch nicht viel, weil ich habe jetzt in dem Bild generell nicht so drauf geachtet. Also das Bild hier wird es nicht irgendwie als irgendein Video geben, weil das habe ich einfach für mich zum Probieren mal gemacht, gerade mit den Grautönen. Bin dann aber wieder auf das Schwarz zurückgewechselt, was natürlich dann im Endeffekt, wenn ich das vermeiden will, ein Fehler war. Aber das habe ich die Tage dann noch nicht so ganz kapiert. Und jetzt bin ich dann halt aktuell gerade dran und probiere das hier beim Hintergrund aus. Da möchte ich echt auch auf das Schwarz verzichten. Aber ich glaube, der Bas Matthias hat das gestern ganz schön gesagt. Schwarz ist einfach so eine tote Farbe, also totes Pigment, ist ja eigentlich Kohle. Und man macht eigentlich ein schönes Bild mit Grautönen, mit Farben und so. Und dann geht man mit so einem dreckigen, toten Pigment und Ton quasi, oder eine Farbe, schwarz ist glaube ich gar keine Farbe, offiziell sogar, geht man damit rein und zerstört sich eigentlich das Bild irgendwo. Das ist das, was gerade so aktuell, glaube ich, relativ viel um den Weg rum ist, wo sich gerade die Leute auch viel mit beschäftigen. Und das finde ich halt irgendwie auch ganz spannend. Und da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, da bin ich ganz ehrlich. Ja, passt, Elke, alles gut. Ich hoffe, dass das Haken nachher nicht mit der Videoaufnahme ist, aber guck, das ist schon mal perfekt für mich zum Testen einfach. Das ist ja alles ein Testlauf, aber den lade ich natürlich bei YouTube hoch, ist mir wurscht. Damit die Leute auch mal checken, was jetzt abgeht hier. Und ja, vielleicht liegt es wieder an meiner Verbindung. Ich muss da mal gucken. Also mein Bruder ist ja relativ fit, was das ganze IT-Ding angeht. Da muss ich, glaube ich, nochmal das WLAN angucken. Und da bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Wobei die Verbindung ist jetzt, ja, eigentlich hält er sie gut, aber ja, hoffen wir mal, dass es an deinem Internet liegt.
Vielleicht haben sie es wieder angesägt, wie das letzte Mal. Wer weiß. Aber das finde ich jetzt hier, wo die Farbe schön trocken ist vom Brushen, kann man die wirklich gut radieren. Da bin ich jetzt echt, also schöne, also ich sag schon fast eher Verläufe reinmachen, wenn man mit Amore rangeht. Und das war dem letzten Mal nicht so. Deswegen finde ich das gerade gar nicht blöd. Ist halt immer auch die Frage, was will man machen? Wenn man es natürlich wie Markus Emke hier mega das Realistische will, dann bleibt einem gar kein anderer Weg. Da muss man das halt so anfangen. Ich bin nicht ganz so der Freund von, also jetzt nicht der Freund, aber meine Ambitionen nicht ganz so dieses ultra hardcore realistische anzustreben, sondern ich bin eher mal so ein bisschen, ja, ich mache eher auch mal gern so ein bisschen hier das Comic-mäßige oder einfach so ein bisschen mein Stil, und der muss nicht immer dieses Fotorealismus sein, weil dann möchte ich gerne ein bisschen mehr die Freihand mit dran haben. Weil ich hier sagen muss, hier habe ich mega viel Freihand gemacht. Das ist jetzt wirklich nur noch Highlight-Geschichten hier und dann ist das irgendwie auch völlig in Ordnung. Aber hier habe ich natürlich noch in dem Bild, also da müsst ihr euch nicht wundern, der hier ist noch mit rein schwarz gemalt. Also da gibt es noch genug Blauverfärbungen und Verschiebungen, die nicht so geil sind. Aber wie gesagt, da bin ich aktuell dran. Wenn ihr nicht das mal besser gerafft habt und auch verstehe, wie ich das euch besser beibringen kann oder zeigen kann auf meinem Kanal, dann haue ich dazu auch mal ein Video raus über die verschiedenen Sachen. Erkläre das euch mal, was ich die ganze Zeit hier mitbekomme von dem Ganzen. Wie gesagt, über auch Markus, über einen Emke und über was Matthias und über noch ganz andere bei Instagram, die mir da auch schon die ganze Zeit schreiben. Zeige ich euch einfach dann mal so ein bisschen was und macht das euch vielleicht auch mal ein bisschen verständlicher, damit ihr versteht, um was es eigentlich da geht. Wobei ich auch gar kein Problem habe, auch wieder mal Bilder zu machen, so wie ich es herkömmlich mache. Also ich möchte jetzt da auch nicht komplett switchen und so, sondern ich gucke es mir an, vielleicht gefällt es mir, vielleicht mache ich auch wieder Sachen in Schwarz-Weiß. Ja, muss mal schauen, was man auf so Bock hat. So, das hakt eher bei dir. Ja, das ist, ja, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es bei mir hier rumgehakt hätte, weil ich hier gerade die ganze Zeit schon direkt Verbindungsabbrüche hatte und so. Das ist aber echt, das Internet, ich weiß nicht, eigentlich habe ich einen guten Upload, ich weiß nicht, aber sobald ich streame und der merkt, hier wird mehr gezogen, dann neigt das bei mir erstmal direkt dazu, wie wenn das Ding so eine Frau wäre und sagt, nö, nö, will ich nicht. So, ich muss das Ding hier mal kurz, ich spitze das jetzt hier mal mit dem Spitzer, mal gucken, ob das funktioniert gut. Oder nicht. Ich glaube, Apfelsaft wird das neue Motto, hä? Das ist, glaube ich, richtig gut. Ja, der Chaos-Nips wollte auch heute mal kurz reingucken, aber der hatte gesagt, er ist vormittags komplett unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, das passt. Er ist doch gar nicht wild. Wenn das nicht gleich klappt, er ist wie gesagt nur ein Test. Ich mir gedacht, komm, drauf gefurzt. Ich weiß heute, dass eh nicht viele kommen, aber das auch nicht nach außen irgendwie kommuniziert habe. Aber wie gesagt, ich glaube mal so Donnerstag 19 Uhr. Das setze ich jetzt einfach mal. Dann lade ich das Video morgen hoch. Und dann wisst ihr alle da draußen, Donnerstag 19 Uhr machen wir was hier bei Twitch. Machen wir es da gleich so, dann habe ich das. Ja. Als ob es die Frau, ja. Zickig. Einfach mal, vielleicht steht sie ja auch im Wohnzimmer und rüttelt ein bisschen am Kabel, um mich zu ärgern. Wer weiß. Das ist dann die Rache für das Ganze. Aber ich finde jetzt, wenn man hier so ganz leicht radiert, dann ist es irgendwie schon ganz cool, da nochmal den Verlauf reinzubringen. Das sieht relativ nice aus. Wo ich halt mega aufpassen muss, das ist jetzt hier der Fall. Da habe ich jetzt ein Mühe zu viel gedrückt und ich bin sofort fast auf dem weißen Grund, auf dem hier wieder. Das sieht natürlich nicht geil aus, da werde ich dann mit dem Hellblau nochmal ganz leicht das einnebeln, damit das verschwindet, weil das sieht nicht organisch aus. Das sieht nicht schön aus, wenn da dieser Reinweißkarton oder Synthetikpapier durchscheint. Das möchte ich nicht haben. Aber da hat der Markus ja schon gesagt, hier, nebel das nochmal ganz leicht ein, damit das wieder runtergenommen ist. Und dann passt das auch. Und so machen wir das jetzt auch. Und wie gesagt, Discord, eine sehr coole Plattform, sehr coole Geschichten, sehr coole Leute mittlerweile überall.
Auch der Markus Koch und Chaos Nips und die ganzen anderen, auch die Elke hier, die Liebe, die ist da auch drauf, die macht auch tolle Sachen. Und da schauen wir uns nächstes Mal wieder die Community-Sachen an. Das machen wir am Donnerstag wieder. Da könnt ihr bei Discord, bei eure Artworks Live, könnt ihr eure Bilder reinstellen, dann weiß ich, dass ich die nehmen darf von euch und dann kann ich die zeigen. Und dann zeige ich die im Livestream und dann schauen wir die uns auf Discord an. Und das ist schon was sehr cool ist, da kommen so viele coole Sachen bei rum. Und ich habe jetzt auch schon wieder gesehen, ich glaube, der Frank hat hier meinen Skull nachgemacht und viele andere Sachen und die Übungsblätter werden fleißig gemacht. Das ist schon sehr geil. Das freut mich schon wirklich da draußen. Ich sehe, der Nightbot funktioniert. Der haut immer wieder mal hier den Discord-Link rein. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Oder ein YouTube-Kanal. Aber ich muss mal gucken wegen der Taktung. Vielleicht muss ich den mal ein bisschen runterschrauben. Vielleicht auch nicht. Ja. Das ist so viel Zeug, Elke. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich mir da wieder aneigne an so Blödsinn, damit das funktioniert. Ich schaue mir halt nebenher die ganzen Tutorials an und wie binde ich das ein, damit das funktioniert und die Software auf die Software und ey, das ist schon crazy. Da kann man schon viel Zeit verbringen. Aber ich finde, das sieht hier jetzt schon gleich viel, viel besser aus. Die Partie hier, die ich jetzt so leicht das Blau runternehmen, damit es eher hellblau wird. Ich will ja keinen reinweiß. Dann sieht das jetzt hier schon viel cooler aus. Auch das gefällt mir viel cooler, als was ich gestern hier so ein bisschen gemacht habe. Nur um zu gucken, also da ist gerade der Stift von Faber-Castell, der Radierstift eigentlich gerade richtig cool. Der funktioniert gerade richtig cool. Hey, das ist alles du sagst, du bist nicht zu alt für, aber das ist alles so Einfuchserei, wenn ich mir überlege, wie du dich mit dem Airbrushen hier schlägst, dann ist das schon Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da muss man sich ja auch reinfuchsen. Also man lernt immer dazu. Aber dein Style gefällt mir sowieso, aber das weißt du ja. Deine Bilder finde ich irgendwie immer haben so einen ganz, ganz anderen lebendigen Touch. Ich kann es nicht mal beschreiben. Das ist, glaube ich, einfach dein Stil und der gefällt mir unwahrscheinlich gut. Das macht mir immer Spaß, die Bilder zu sehen, egal was sie sind. Ob es jetzt dann mal technisch nicht so hinhaut oder nicht ganz so funktioniert, mein Gott. Das ist ja bei mir aktuell jetzt auch gerade wieder vermehrt der Fall, wenn ich hier so viel rumprobiere. Aber der Style gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, das wird in Zukunft, wirst du, glaube ich, noch ganz, ganz coole Sachen abliefern. Ich finde das immer ganz spannend, wenn die Leute ihr eigenes Ding machen. Ich bin ja eher jemand, ich halte mich immer relativ viel am Referenzbild. Weiche da eher selten ab. Hier muss ich sagen, bin ich mal stark abgewichen. Das gab es hier nicht. Die Risse gab es nicht, die Farben gab es nicht. Hier bin ich auch von der Beleuchtung mal ganz anders geworden. Muss sagen, gefällt mir gleich viel besser. Da gucke ich mir ein bisschen was von der ab, mal ein bisschen mehr sein eigenes Ding zu machen. Nicht nur die Bilder im Endeffekt zu kopieren, sondern auch mal so ein bisschen sein Ding reinzubringen, sein Stil reinzubringen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber halt einfach so ein bisschen mehr von seiner eigenen Seele da reinlegen. Irgendwie. Ja. Drehe ich hier völlig durch. Ich probiere jetzt gerade nochmal, ich habe gesagt, ich streame heute mal so eine Stunde, um einfach zu gucken, wo nachher auch das Video abgespeichert wird, damit ich es bei YouTube hochladen kann und alles. Ich probiere mal nochmal kurz hier mein Radierstift hier raus. Bei dem habe ich halt Schiss, dass ich gleich voll durch bin, aber der scheint... Ja, es geht eigentlich, es geht. Ja, mit dem kann ich fast weicher radieren als mit dem Stift. Das ist irgendwie schon krass. Ja, wie gesagt, das ist alles noch nicht perfekt. Hier bin ich wirklich noch am Anfang, aber ich glaube, es wird schon. So ein paar Details noch reinbringen. Ich bin halt jemand, ich habe gerne die Gun in der Hand und das ziemlich lange und möchte dann eigentlich gerne viel brushen. Bloß in dem Fall hier bin ich jetzt im Endeffekt durch gewesen. Das habe ich relativ alles mit der Gun gemacht. Jetzt kommen eigentlich nur noch die Detailarbeit mit dem Kratzen und mit dem Radieren oder Schaben oder wie man es auch immer nennen mag. Das gefällt mir dann eher wieder, weil jetzt bleibe ich halt hier dran, um
habe quasi erstmal nur noch das Gerät in der Hand, dann finde ich es wieder für mich viel, viel sinniger, wenn ich dann sage, ich mache erstmal mit der Gun so viel, wie ich kann und gehe dann danach rein und fange dann erst an, die ganzen Details noch zu machen, die ich noch haben will, die Highlights am Ende. Dann finde ich es eigentlich gar nicht blöd. Ich finde es auch so nicht blöd, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ist halt für mich wieder richtig schwierig, aber es macht irgendwie auch voll Bock, wieder was Neues zu machen. Und das kann ich nur raten. Macht einfach mal neue Sachen. Probiert ein bisschen was aus. Ich bin ja relativ offen immer für alles. Und wenn man das bleibt, dann lernt man auch nicht, dann lernt man immer was dazu. Das ist eigentlich das Spannende. Ich hoffe, dass jetzt hier, wenn ich hier mit dem Maskierfolie, den muss ich abmaskieren, da will ich nachher nicht viel reinmalen. Vor allem, wenn ich viel rumprobiere mit dem Hintergrund, werde ich ihn abmaskieren, damit mir das nicht, damit ich das nicht groß versau. Wenn ich dann doch irgendwie noch mehr drauf, wenn ich es wieder abcovern muss oder so, sagen wir es mal so, wenn ich richtig Scheiße baue, cover ich das komplett ab, den Hintergrund. Dafür maskiere ich den ab. Da habe ich gestern hier zum Spaß so ein Stück aufgeklebt, weil bei dem letzten Synthetikpapier hat sie mit dem 3M, mit dem hier, da habe ich den Rand abgeklebt von der Leinwand, von dem Synthetikpapier. Da hat es mir die ganzen Fasern vom Synthetikpapier rausgerissen. Also das war richtig kaputt. Das war nur das Übungsbild, aber da war ich kurz so, what the fuck, ey. Da war das hier wirklich komplett am Rand ausgerissen. Das sah richtig scheiße aus. Habe ich ein bisschen Schiss gehabt, jetzt wenn ich den abmaskiere mit der Maskierfolie, dass mir das nachher auch noch rausreißt, aber ja, ich habe jetzt hier so ein Stück aufgeklebt gestern, habe das mal einen Tag draufgelassen, habe es abgezogen und dann hat das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert auch auf dem Rest so, damit das hier nicht irgendwie nachher total am Arsch ist. Das wäre natürlich richtig mies. Dann wäre die Arbeit umsonst. Das will ich natürlich nicht. Da muss ich echt mal schauen. Ein Kaffee am Morgen ist einfach nur Gold wert. Das ist hier aus der besten Tasse der Welt, oder? Sind wir mal ehrlich, das ist die beste Tasse der Welt. Ja, Elke, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich dumm aus der Wäsche geguckt habe. Das war nämlich bei dem Shining-Bild. Das habe ich dann einen Tag später einfach abgerupft und das ist auch jetzt noch voll kaputt. Also der Rand ist richtig beschädigt und da war ich kurz so richtig, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich das abgezogen und dann ist das immer mehr eingerissen. Und ich mir gedacht, hey, mache ich hier gerade Spaghetti oder bin ich hier beim Airbrushen? Also wirklich, da war ich ein bisschen baff. Aber ich habe, und das ist eigentlich ganz cool, beim Ausräumen der Wohnung von meiner Schwiegermutter habe ich hier Alu-Dibond-Platten gefunden und davon 5 Stück im Keller. Und das ist ganz cool, da war was draufgeklebt fürs Bähnle-Fahren. Das hat mein Schwiegervater immer gerne gemacht. Er ist hier mit so einem kleinen Zügle durch die Straßen gefahren und hat da immer Passanten und Kinder mitgenommen und so. Das war hier so ein Ding in der Nähe. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und da waren halt noch so Schilder dran. Die haben sie halt jetzt nicht mehr gebraucht und die lagen da schon rum. Ich habe gedacht, perfekt. Alu-Dibond-Platten richtig groß. Ich glaube 60 nein, nicht 60 auf 80, aber ich glaube so 50 auf 70, 50 auf 60, sowas rum. Da kann ich die mal herannehmen und kann die auch mal schwarz machen. Kann ich mal auf schwarz wieder arbeiten. Habe ich auch Bock drauf. Vielleicht mal wieder ein Bild einfach so herkömmlich, wie ich das so mache. Auch wenn es nicht jedem gefällt, ne? Mon amour. Ist mir relativ wurscht. Dann mache ich das mal auf der Alu-Dibond-Platte. Die kann ich danach nicht nur lackieren, was ich cool finde, und dann ist das Thema erledigt. Lackiert sehen die Sachen immer geil aus, finde ich. Das weiß ich bei meinen Lippenbildern und so. Sondern ich habe natürlich dann auch so eine Problematik wie hier nicht mehr. So, machst du ein Ausrufezeichen. Olga, aber probier mal aus, Ausrufezeichen Apfelsaft. Wir müssen mal wissen, ob das auch bei euch funktioniert oder ob ich da auch noch was einstellen muss. Ich habe ehrlich gesagt kaum eine Ahnung. Wenn du jetzt hier schon da bist. Das ist ganz geil. Aber jetzt muss ich nur überlegen, was wir am Donnerstag machen. Vielleicht machen wir den Freddy als Übungsbild. Machen wir den.
Malen wir schwarz aus, machen ein bisschen was. Vielleicht fummel ich danach noch ein bisschen hier dran rum. Keine Ahnung, schauen wir mal einfach. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu viel dran rumfummel überall. Aber das will ich noch ein paar Highlights haben. Ja, das darfst du nicht getrennt schreiben. Das muss da am Stück sein. Dann ist ein Chatbefehl, dann ist es am Stück. Bringe ich dir schon wieder Twitch bei. Ich weiß selber nicht, wie es funktioniert. Das ist cool. Ja, das sieht schon viel detaillierter aus als vorher. Das ist schon irgendwie cool. Also kann man noch einiges machen. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Kommt hier im Hintergrund wieder, die Sonne strahlt wieder rein, wie bekloppt. Das ist, glaube ich, der Tod jedes Streamers, egal von welcher Plattform, egal wo, aber so helles Sonnenlicht, was dann wieder abrupt weggeht, das ist ziemlicher Käse. Hey, Elke, du hast es geschafft. Wie geil. Ich muss sagen, man sieht den Chat da, glaube ich, gar nicht so gut. Hier. Jetzt muss mein Finger hier, da. Habe ich mal eingeblendet. Vielleicht muss ich mir dann noch was überlegen. Den vielleicht noch irgendwie farblich hinterlegen oder so. Sonst macht das wenig Sinn, wenn man das nicht so gut sieht. Bei meinem Hintergrund ist halt alles so wild und so crazy, ihr wisst Bescheid. Aber es ist wieder so eine Sache, das sehe ich halt jetzt viel besser, als wenn ich dann wirklich sage, am Donnerstag, das streame ich los und dann funktioniert die Hälfte nicht. Dann ist das sinniger. Aber da gibt's halt jetzt, ja, was habe ich da? Ich habe jetzt halt nur die Chatbefehle für Instagram von mir gemacht, von YouTube und von Discord. Der Bot haut YouTube und Discord alle 20 Minuten raus, wenn 2 Nachrichten geschrieben worden sind. Dann beginnt der Timer, dann haut er das auch wieder raus. Das sind alles so Sachen, ey. Crazy, sehr viel Arbeit. Aber irgendwie auch cool. Also ich kann jetzt hier richtig sachte radieren. Das habe ich vorher. Ich glaube, das letzte Mal war auch bei den Übungsbildern so, war immer die Farbe zu nass. Da habe ich dann entweder gleich ganz runtergenommen oder halt gar nicht irgendwie. Aber jetzt, wo das so ein bisschen trocken ist, muss ich gestehen, dass das viel, viel besser funktioniert. Das ist wirklich irgendwie geil. Gerade so ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. Ich entertain jetzt für die VOD-Zuschauer und für die LK. Das ist sehr gut. Aber das ist schon mal gar nicht schlecht. Noch ein bisschen die Zähnchen hier unten. Ja, ihr seid ja gar nicht drin jetzt. Ach ja, das ist alles so. Hey. Muss ich natürlich auch aufpassen hier mit den ganzen Magneten. Wie kriegen wir das mal schnell die Farbe runter hier auf so einem Synthetikpapier. Ich bin mal gespannt, wenn ich sowas mal das erste Mal wieder auf der Leinwand probiere, ohne die Farbverschiebungen im Negativen und ohne das Schwarz, wenn ich da vielleicht eher mal so Krisallmäßig auf der Leinwand rumprobiere, weil dann wird es richtig kritisch, weil so wie ich die Leinwand vorbereite, kann ich die nie wieder radieren noch kratzen und dann muss auf Anhieb halt einfach alles sitzen. Dann muss wirklich auf Anhieb alles sitzen. Und wenn es das nicht tut, dann wird es, glaube ich, interessant. Aber da habe ich irgendwie auch Bock rumzuprobieren. Warum auch nicht? Vielleicht mache ich auch am Donnerstag erst noch ein bisschen an dem Kollege hier rum. Vielleicht machen wir auch den Hintergrund. Keine Ahnung, könnt ihr vielleicht dabei sein, wenn ich fail. Wie einfach mal wieder, ich würde was rumprobieren. Ein bisschen was mache. Warum auch nicht?
das funktioniert schon gar nicht so schlecht. Das funktioniert doch gar nicht schlecht, boah. So, hier probiere ich mal einen weicheren Übergang mit dem Radierstift. Ganz dezent. Ja, ich werde heute wahrscheinlich mit Farbe nichts mehr machen, weil dafür streame ich heute gar nicht so lange. Aber ich werde einfach hier noch ein bisschen radieren. Das nächste Mal werde ich wieder ein paar Sachen zurücknehmen, die stelle ich hier. Und ein paar andere Sachen, wo ich ein bisschen zu viel Gas gegeben habe. Ich bin halt ein stabiler Typ und habe zu viel Power. Und dann ist das natürlich auch mal ein Problem. This is a little bit a problem. Ich mache gerade Hardcore-Radieren. Ja, aber ich muss sagen, die Geschichte hier, die habe ich mit der Schminkefarbe gemacht, das Schwarz-Weiß. Und eingefärbt habe ich auch mit der Schminke. Jetzt weiß ich nicht, ob das letzte Mal an meiner Dusseligkeit lag bei dem Gauss Black Set, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die sich haben viel schlechter bearbeiten lassen im Nachhinein. Also gerade das Radieren und so, das hat ja teilweise gar nicht mehr funktioniert, weil die so geklebt haben. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich an meiner Dusseligkeit lag oder ob die Airbrush Color Fuse einfach eine viel höhere Haftbarkeit haben, wo dann einfach richtig übel, also richtig schwierig wird mit dem Radieren. Also das muss ich nochmal mir genauer angucken. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die da schon ein bisschen mehr kleben und dann wird es halt auch schwieriger, glaube ich, nachher mit so einem Radieren irgendwie. Kann ich mir jetzt natürlich auch irren, aber da war ich schon ein bisschen baff, wie gut das jetzt eigentlich funktioniert. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einfach ein paar Tage gewartet habe, bis das hier trocken war, weil ich einfach nicht die Zeit hatte und jetzt einfach besser funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise die transparenten Töne sind natürlich auch nochmal besser zu radieren, weil die wahrscheinlich einfach weil ich die viel dünner aufgetragen habe als jetzt das Schwarz und so. Ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Aber es hat schon irgendwie was. Also man muss sich halt drauf einlassen. Ich glaube, man muss sich halt irgendwo drauf einlassen. Und ich bin halt auch so ein Gewohnheitstier. Da ist das so ein Problem. Höhlenmalerei. Ach, der Nils. Geil. Ja, ich finde es einfach spannend, das Airbrushen. Man kann so viel machen. Ihr könnt ganz normal die Bilder nach wie vor schwarz-weiß machen, so wie ich sie mache. Da könnt ihr lange arbeiten. Damit könnt ihr auch gute, geile Bilder malen. Ich meine, der Krater sieht schon geil aus. Klar hat er die Blauverschiebung. Das ist mir auch schon aufgefallen, schon viel länger davor. Das war schon lange ein Thema. Aber es hat mich nicht gestört. Und ich habe damit relativ viele auch Farbschichten einbauen können, weil ich sehr lasierend arbeite mit meinen Farben. Die sind immer stark verdünnt. Die sind ja nie deckend, die opaken Sachen. Und der sieht auch noch geil aus. Also der kann man sagen, was man will. Aber der sieht schon noch geil aus. Der hängt ja da hinten. Da guckt, da könnt ihr dann sehen hier. Nummer da oben. Ha, er sieht schon geil aus. Der hat schon auch was. Damit kann man schon eigentlich recht gut arbeiten. Da kann man wirklich lange mit, auch erstmal um nur einen Skill zu trainieren etc. Ich finde es halt spannend, dass das Medium so viel hergibt und man so viel machen kann. Man kann einfach, jetzt kann ich hier wieder ganz andere Sachen üben, wieder erlernen. Manche radieren und kratzen kategorisch ab. Da gehöre ich jetzt nicht zu der Gruppe. Ich schaue mir das schon gerne an, aber ja, für mich muss es stimmig bleiben und ich schließe solche Sachen ja nicht mehr aus oder so. Also ich mache das auch nach wie vor noch gerne. Vielleicht mit dem anderen Wissen jetzt dann einfach eher in die Grauton, also was die Problematik mit dieser Blauverschiebung angeht. Vielleicht mit dem Reinschwarz meine ich. Wenn ich da mit weiß und hellen Sachen arbeite, vielleicht verzichte ich dann mal auf das Reinschwarz und versuche das einfach mal zu machen mit helleren Grautönen und dunkleren Grautönen. Probier das mal so aus. Das habe ich auch mir auch Bock. Gibt zwar auch Farbverschiebungen, das ist klar. Aber ich möchte mal wissen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Da bin ich eigentlich auch mal gespannt drauf. Das werde ich definitiv auch mal probieren.
da auf meine Art und Weise, sag ich mal, wieder zu arbeiten und dann mal zu probieren, wie das aussieht. Vielleicht sieht das nachher auch für mich wieder noch stimmiger aus. Ja, ich muss dann einfach gucken, was will ich machen, wo will ich hin, was will ich ausprobieren. Ich bin jemand, ich gucke mir das gerne an, höre mir gerne die Sachen an. Das Ding ist halt, ich bin halt in der Airbrush-Szene, also nicht so wirklich drin. Da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Also Markus Emke und Bas Matthias, die sind schon, mit denen ich jetzt Kontakt habe, aber das ist jetzt dann so wirklich mega tief drin bin ich da nicht. Also da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich eigentlich immer die Sachen so auf meine Art mache. Ich schaue mir was an und mache das dann einfach so, wie ich Bock habe. Ich gucke mir das an, setze das dann einfach irgendwie um und mache das halt irgendwie so, wie ich das. Ein bisschen Elke-Style. Und ja, ich finde, da kommen gute Sachen bei rum. Also ich finde auch das schon geil. Also bin ich mega stolz drauf. Sieht cool aus. Kratos sowieso ist, den mag ich mittlerweile gerade am liebsten. Das Bild, da habe ich sehr viel Zeit rein investiert. Bin ich auch mega stolz drauf. Aber hier klar, man muss einfach gucken, wo will man hin, was will man wirklich machen am Ende des Tages. Und eigentlich möchte ich hier noch einen hellen Rand nachher drumherum haben, vor allem wenn wir dann mit dem Grau arbeiten. Vielleicht mache ich das dann hier ein bisschen dunkler, da der Hintergrund. Dann werde ich dann hier nochmal eine sehr helle Kante reinradieren und die aber dann wiederum nachher ganz dezent einmal mit dem Candyblau, was ich hier genommen habe, nochmal nachnebeln, damit das nicht das reine Weiß ist. Das gefällt mir nicht. Aber nochmal so ein bisschen. Das werde ich noch machen. Aber das kommt dann später. Vielleicht machen wir das nächste Mal. Ja, Elke, schönen Tag noch. Vielen Dank, dass du warst. Küssli geht raus. Bis zum Donnerstag, 19 Uhr. Dann können wir mal nochmal Halle hier ein bisschen rum abspacken. Dann habe ich auch wieder Apfelsaft am Start, dann ist das auch nicht schlecht. Nee, das ist doch schon super. Das freut mich, dass das hier gerade alles so reibungslos funktioniert, auch gerade bei Twitch. Ach, das macht mir gerade Spaß. Das ist wirklich ohne Scheiß. Jungs und Mädels da draußen, liebe VOD-Zuschauer, mir macht das Spaß. Aber wie gesagt, die ganze Thematik treibt mich gerade um. Ist bei mir halt ein großes Umdenken, was das Malen angeht und auch ein bisschen, ja, muss ich mir einfach mehr Gedanken machen. Was ich halt so ein bisschen, was ist mal mein Ding ist, wenn ich mir auf schwarzen Untergründen gearbeitet habe, ich habe es rein weiß genommen und das rein schwarz. Und dann habe ich natürlich die Blauverschiebung und auch nicht so die Farbvarianz in dem Sinne. Aber ich verdünne die Farben recht schwarz, also mische ich die auch ein bisschen aufeinander. Ich habe da so mein räumliches Ding herbekommen. Aber ich habe dann gerne immer hin und her geschafft. Klar, und ich habe dann zwar die Blauverschiebung, aber es ist mir dann wurscht. Das ganze Bild ist dann so, dann fällt es auch nicht mehr auf. Dann habe ich immer hin und her gearbeitet. Und beim Hin- und Herarbeiten konnte ich schnell hingehen. Das konnte ich dann hier kurz highlighten mit Weiß. Zack. Nochmal mit Schwarz drüber, zack. Oder hier nochmal korrigieren. Das konnte ich dann spielend leicht machen. Und konnte da relativ frei arbeiten. Das heißt, mit dem Ding hier ist das für mich nicht mehr möglich. Da kann ich nicht einfach mit Weiß wieder reingehen. Haben wir eine Farbverschiebung oder einen Blaustich, der scheiße aussieht. Den kann ich zwar mit Orange kontern, damit das wieder ein bisschen runtergenommen wird, aber da will ich mir ja nicht die Mühe machen. Dann habe ich nachher den 10-fachen Aufwand gefühlt und das ist das nächste Problem. Das ist aktuell noch so ein bisschen für mich schwierig ist, weil ich das nicht so gerne, also ich würde gerne weiter so arbeiten, wie ich das gerne mache, möchte aber auch nicht die Blauverschiebung gerade momentan haben, das ist ja ausprobieren. Aber das funktioniert dann halt so nicht, wie ich das mache. Das ist halt, glaube ich, der Knackpunkt. Und das ist das, was mich so ein bisschen gerade so, ja, wie mache ich es dann, dass es für mich noch irgendwie auch gut funktioniert. Aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt so wie hier mache, also jetzt nicht den Aufbau, sondern wirklich sage ich lege den Hintergrund an, gehe mit dem hellsten Grau ran oder mittleren und lege jetzt hier die Krypta an. Gehe dann immer graustufenmäßig ein bisschen drunter, wenn ich das jetzt, also das werde ich wahrscheinlich so machen mit dem Grisalmäßig und gehe dann hier Grauton immer tiefer runter und fange dann an, dann lass das von mir aus trocknen einen Tag oder so. Fange dann an, am Ende noch einmal die Highlights noch mal ein bisschen rauszunehmen, so wie hier nicht so viel, damit das nicht so stark auffällt, weil der Stil gefällt mir teilweise nicht ganz so, weil man sieht schon, dass es irgendwie halt radiert oder gekratzt ist. Das ist immer so ein bisschen der Stil, der mir nicht so gefällt. Mir gefällt die reine Gun immer am liebsten. Aber da muss ich dann halt mega höllisch aufpassen. Da muss ich dann im Vorfeld genau wissen, wo bleibt es ganz hell, da gehe ich halt auch nicht rein.
Ich arbeite genau fast gefühlt umgekehrt gearbeitet. Und das ist dann halt schwierig für mich. Da muss ich dann halt gucken, ob ich mir das wirklich so antun möchte, das mir so aufzuschaffen, beziehungsweise, ja, dann muss ich halt viel umdenken, viel anders machen und dann halt auch wirklich, ja, muss ich mir die Gedanken drüber machen und für mich halt abwiegen, ob es das dann wirklich ist oder ob ich das lasse und dann einfach irgendwann wieder so mache, wie ich da Bock drauf habe. Oder, ja, was heißt wie ich? Das ist, ja, ich gucke einfach mal. Ich mache auch mal wieder ein Schwarz-Weiß-Bild, nur mit einem ganz hellen Grau, also 10:1 und einem ganz dunklem Grau, also 10:1. Und versuche da mal ein Porträt zu machen, auf meine Art wieder. Und ich will wissen, wie das aussieht. Dann aussieht mit den eher etwas grautonmäßigen Sachen. Und aber ich verstehe, was die Leute mir da draußen sagen wollen. Also ich habe es verstanden. Jetzt muss ich es nur noch selber machen. Das ist immer das ist immer, sage ich, Theorie und Praxis. Mir kann einer 10-mal das erklären und das ist auch gut und nicht schlecht. Auch für mich dann so zum Kapieren. Aber ich bin jemand, ich muss es mal gemacht haben. Ich muss es sehen selber und ich muss es machen, sonst funktioniert das mit der Murmel hier oben nicht. Dann ist das nicht hundertprozentig. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin ein Macher. Ich mache das gerne. Ich muss es spüren, ich muss es fühlen, ich muss es irgendwie machen. Und hier muss ich es dann auch einfach machen. Ich muss jetzt hier anfangen, ich rate jetzt hier rum, ich muss es einfach machen, probieren. Ich mache zwar nicht alles definitiv nicht perfekt und so, aber ja, da muss ich einfach, ich muss es machen. Damit das wirklich am Ende Klick macht, muss ich es machen. Und das ist wirklich äh, das Schwierige dann, wenn ich nicht genau weiß, wie ich es dann mache. Wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich den Aufbau richtig manage, dann muss ich natürlich gucken, wie ich da wirklich vorgehe. Jetzt habe ich den Kompressor angemacht, obwohl ich gar nicht brush. Habe ich den aus Versehen mit angemacht. Ach, da muss ich den nachher nochmal ein bisschen. Muss den nachher gleich mal ausmachen. Aber der Radierstift macht eigentlich relativ sanfte Geschichten hier. Hätte ich nicht gedacht. Ich sehe halt ganz viele, die eigentlich so arbeiten wie ich. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz Großteil, aber die machen sich dann auch nicht die Gedanken über, und habe ich mir auch ganz lange nicht gemacht, über die Blauverschiebungen, über Farbverschiebungen, die dann negativ aussehen. Und ja, ich kann da nochmal drauf. Ich rede gerade viel, weil mich das gerade viel rumtreibt. Aber ich zeige euch mal, was ich meine mit der Closer. Dann nehmen wir einfach mal, ihr Lieben, das muss ich mal gucken, also das sehen, mein Johnny. Und wenn wir jetzt, den habe ich geachtet, das spiegelt das natürlich wie ein Arsch. Ja, da sieht man natürlich jetzt semi-geil. Aber den haben wir ja fertig gemacht und hier unten bin ich zum Beispiel wieder mit einem recht hellen Hautton rein, weil ich das aufhellen wollte. Ach, das sieht man nicht, das ist Käse. Auf jeden Fall. Vielleicht sieht man es hier ein bisschen besser. So habe ich das hier aufgehellt und wieder an anderen Stellen hier. Und hier sieht man ganz gut an der Stelle hier, man sieht es hier unten ganz gut, aber man sieht es an den Händen, da bin ich nochmal mit weiß, weil ich das highlighten wollte. Und da gab es mega die Farbverschiebung. Das sieht gleich ganz dreckig aus. Und das hat mich voll gestört. Das ist eigentlich so der Grund, warum mich das gerade so interessiert. Weil ich das hier schon gesehen habe, aber nicht wusste, was ich machen soll. Das ist eigentlich das Spannende. Das Tutorial geht übrigens dann bald mal wieder weiter auf dem YouTube-Kanal. Wird das hochgeladen und dann könnt ihr euch das wieder angucken. Und dann könnt ihr das mal sehen. Da kann ich das euch dann auch, dann kann ich drüber reden, dann können wir das auch nochmal ein bisschen besser besprechen, dann kann ich euch das besser zeigen. Weil da war dann die Problematik mit der Blauverschiebung oder der Farbverschiebung. Und das sieht dann ganz dreckig aus. Und da sind wir wieder beim Schwarz. Das habe ich dann, oder bei den Farben, dass das dann halt nicht gut aussieht. Da muss man dann halt sich Gedanken machen mit Komplementärtönen oder Töne, die dann damit funktionieren, mit denen man das abdunkeln kann, ohne dass es schlimm aussieht. Dann nimmt man dann halt eher, keine Ahnung, was dann, man nimmt da bei dem Hautton, ich glaube, dann eher das Magenta oder dann eben so ein rötliches
rötliche Geschichte. Und dann muss man das halt mit Köpfchen, sag ich mal, abdunkeln oder dann halt, ja, da aufhellen. Das ist dann halt die andere Geschichte. Das hätte ich mir dann vorher schon Gedanken machen müssen. Das meine ich ja, das ist dann nicht mehr für meinen Stil nicht mehr so möglich. Das kann man natürlich schon alles so machen. Ich finde es auch völlig legitim und auch in Ordnung. Aber man muss dann halt auch verstehen, dass man dann halt auch eine gewisse Limitation, was dann dass das Aussehen angeht, hat. Und das hatten wir halt hier, weil jetzt hier dann halt eben einfach diesen dreckigen, ja, dann habe ich halt hier einfach dieses Dreckige irgendwie. Das sieht so ein bisschen echt, das fand ich irgendwie ganz witzig, wieder was Matthias das gesagt hat. Das sieht irgendwie so ein bisschen dreckig aus und das ist es dann auch. Das ist so ein bisschen dreckig. Und das ist irgendwie das, was mich dann gestört hat tatsächlich. Ich aber noch nicht genau gewusst habe, so ja, was mache ich denn da jetzt oder was habe ich da falsch gemacht? Da bin ich ehrlich, da stand ich schon ein bisschen dran. Und das ist so das Ding, weil ich mir alles selber beibringe. Ich habe, wie gesagt, mich nicht vorher mit anderen los ausgetauscht oder danach geguckt, sondern ich bin da wirklich so jemand, ich mache das einfach, wie ich da Bock drauf habe. Ob es richtig ist oder nicht, ist immer eine ganz andere Frage. Oder ob es passt oder nicht. Das ist dann wieder das andere. Aber das ist das Schöne für euch, weil ihr könnt jetzt hier mal aktiv dabei sein und zuschauen, wie man das in den Griff bekommt, wie man das ändern kann. Könnt da bei meinem Entwicklungsschritt mit dabei sein, könnt euch das angucken und das finde ich eigentlich relativ spannend für euch da draußen. Dann können wir das nämlich gemeinsam machen und das macht mir irgendwie richtig Freude und warum auch nicht. Und das finde ich irgendwie, es macht mir Spaß mit euch das zu machen. Sagen wir es so, mir macht das wirklich Spaß, das auszuprobieren und ihr könnt aus meinen Fehlern lernen, wir können zusammen lernen. Ich kann mir die Hilfe in Anspruch nehmen und mir mal gucken, was die Jungs dazu sagen. Und das ist irgendwie ganz lässig. Das ist wirklich ganz lässig. Und das meine ich, dass in so einem Bild fällt das natürlich auf, dann sieht das nicht gut aus. Da hätte ich im Vorfeld schon ganz anders arbeiten müssen bei dem John McClane-Bild. Da dürfte ich jetzt gar nicht mehr mit hellen Tönen reingehen. Am Ende, das hätte dann schon vorher passen müssen. Aber das meine ich, das wird dann schwierig, wenn ich das nur noch mit der Gun mache, dann muss ich im Vorfeld so genau arbeiten, dann darf ich mir kaum Fehler erlauben. Aber dann sieht das relativ schnell, glaube ich, relativ scheiße aus. Finde ich, da wirkt halt, sag ich mal, das Schwarz vor allem dann ganz schlimm und ich fand nicht so spannend. Das ist auch der Markus wie der Matthias haben das beide gesagt, schau dir mal so ein Bild an oder mach das mal schwarz-weiß. Nimm das mal in Photoshop und geh da mal mit der Pipette durch und klick mal die dunkelsten Töne an. Das werden nie reine Schwarztöne sein. Das gibt es wahrscheinlich da so gut wie nie. Und dann auch mal ein farbiges Bild, dann mal die Sachen anklicken. Das hat auch der MK, wir haben das einen schönen Bereich mit dem Farbkreis, glaube ich, ist das bei Discord. Da ist dann unten ein Porträt, also ein Ausschnitt vom Gesicht, vom Auge und da sieht man die einzigen Hauttöne und so und dann sieht man auch, da ist halt kein einziger Schwarz, kein rein Schwarz drin. Das ist nicht drin und verarscht einen doch irgendwie das Gehirn immer selber ein bisschen. Und das war mir jetzt so am Anfang, das war schon alles so ein bisschen mindblow. Das war schon so ein bisschen krass. Irgendwie noch nie wirklich mich drüber nachgedacht, noch nicht so wirklich viel mit der Thematik beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, so krass, eigentlich stimmt das schon. Das ist ziemlich abgefahren. Und wenn man natürlich so arbeiten will, dann muss man natürlich auch ein bisschen was dran in seiner Technik ändern und so. Und dann kann man damit auch arbeiten. Und das mache ich jetzt gerade aktuell einfach so ein bisschen zum Schauen, wie das so funktioniert. Die Frage ist, ob ich danach noch zurück kann auf mein altes Schema. Das hat der Markus gesagt, es wird Zeit für Dave 2.0. Upgrade. Ich verstehe auch, was er damit meint. Aber ich habe noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen, nicht Zweifel, aber ich weiß noch nicht genau, ob mir das wirklich so zu 100% am Ende des Tages taugt. Ich brauche noch ein bisschen besseren, Weg zwischen, ich möchte diese Blauverschiebung, ich möchte nicht diese dreckigen Farben in meinen Bildern haben, da bin ich ehrlich, wenn ich das John McClane angucke, dann sehe ich das voll viel. Gefällt mir jetzt wo ich drauf achte, gefällt es mir noch viel weniger. Habt ihr mir hier was kaputt gemacht? Gefällt mir das einfach viel weniger. Und dann möchte ich das gerne nicht mehr haben. Aber da muss ich jetzt halt gucken, wie mache ich das für meinen Arbeitsstil verträglich, damit ich auch Spaß dran habe. Wenn ich nachher natürlich jetzt, sag ich mal,
90% hier mitmachen wird mit dem Radierstifter, sondern das wäre nicht meine Welt, das wäre nicht meine Freude, da hätte ich dann irgendwann gar keinen Bock mehr. Ja, das muss dann halt schon irgendwie für mich auch passen und dann bin ich ja gerade so am gucken, was für einen Weg nehme ich mir, wie mache ich das am Ende des Tages wirklich und genau, das ist halt so ein bisschen, ja, hier ist dann gerade ein bisschen zu viel radiert, ja, schon wieder, aber hier habe ich natürlich auch das Schwarz genommen, ist das natürlich auch problematisch. Ach, ist das herrlich. Sodale. Ich habe gesagt, ich streame eine Stunde, dürfte jetzt, glaube ich, dann bald soweit sein. Und dann passt das für mich erstmal. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier nur laber, euch den Ohr kau, kann ich jetzt hier noch ein bisschen ein Bild rummalen. Konnt euch einfach noch mal ein bisschen hier, ihr konntet ein bisschen was sehen, wenn ich hier was mache. Ich mal jetzt hier nicht nur, quatsch euch nicht hier nur ein Ohr ab, sondern das war für mich jetzt gar nicht schlecht, mal kurz zu checken, wie funktioniert das bei Twitch, wie stabil ist das Ganze mit meinem Internet momentan, einfach so ein paar Faktoren, die ich jetzt einfach mal abchecken wollte und wie funktionieren die ganzen Bots und Befehle und der ganze Käse. Und das ist eigentlich, finde ich jetzt ein cooler Test, wie gesagt, für euch auch als Information, wie das jetzt in Zukunft hier abläuft. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt, einfach mit den Live-Sachen, die kommen jetzt immer bei Twitch, die werden dann bei YouTube hochgeladen. YouTube, also Sachen, die ich schon vorgefertigt habe, auch wie den Kratos und so, die kommen dann als normales Video auf dem YouTube-Kanal, werden die dann ganz normal hochgeladen. Also bleibt eigentlich im Endeffekt alles beim Alten, bloß das Live-Ding switcht einfach, weil das hier einfach die bessere Plattform für mich ist und viel sinniger ist. Und genau, das wäre es dann eigentlich gewesen. Ich hoffe jetzt, dass ich das Video dann relativ zackig hier bei YouTube hochladen kann. Das ist jetzt ja alles sehr improvisiert schon wieder, auch zeitmangelbedingt. Und dann würde ich nämlich sagen, gehe ich Donnerstag 19 Uhr live auf Twitch. Da könnt ihr dann gerne dabei sein. Wenn das nicht hinhauen sollte, warum auch immer, dann werde ich das einfach auf Freitag verschieben. Aber Freitag kommt vielleicht noch das nächste John McClane Video. Wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich da einfach auch nochmal live, gucke mir das mit euch nochmal an. Und dann machen wir da einfach nochmal ein bisschen weiter. Aber das ist jetzt mal so gerade der Stand der Dinge. Ich habe eigentlich überlegt, mit Twitch wollte ich eigentlich noch ein bisschen länger warten, aber jetzt, wo ich aktuell noch die Zeit habe und ich habe noch die Zeit, dann haben wir gedacht, komm, dann nehme ich das wenigstens noch. Wer weiß, wie das in 1-2 Monaten oder ein paar Wochen aussieht, wenn ich wieder hier Vollzeit arbeite und alles, dann wird das sowieso noch ganz spannend. Dann werde ich hier deutlich weniger Zeit haben. Und deswegen, habe ich gedacht, machen wir das doch einfach so. Und das passt gut. Meine Tochter ist gerade auch wieder massig, die will jetzt essen. Das passt gerade alles perfekt für die Abmod. Und dann würde ich nämlich sagen, ihr wart wieder ein vorzügliches Publikum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, liken, abonnieren, like den Twitch-Channel von mir. Der heißt natürlich auch gleich. Und dann passt das nämlich wunderbar. Und dann würde ich sagen, reingehauen und dann bis zum Donnerstag, ihr lieben kleinen Schweinchen da draußen. Stream beenden.